Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich 3 wunderbare Fantasy-Empfehlungen für den Herbst für euch. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin so richtig in Herbststimmung. Vor allem bin ich so richtig in Stimmung für schöne Fantasy-Bücher, vollgepackt mit Magie, die aber keine High-Fantasy-Bücher sind. Und falls es euch auch so geht, habe ich heute 3 magische Buchempfehlungen für euch, die, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge zum Herbst passen. Wenn auch ihr passende Buchempfehlungen für den Herbst habt, schreibt es sehr gerne in die Kommentare und nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefällt. Das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist The Rules of Magic, eine zauberhafte Familie von Alice Hoffman, erschienen im Fischer Verlag. Kennt ihr den Film Zauberhafte Schwestern mit Nicole Kidman und Sandra Bullock aus den späten 90ern? Dieser Film basiert auf der Romanvorlage von Alice Hoffman, Practical Magic. Und das hier, The Rules of Magic, ist die Vorgeschichte dazu. Beziehungsweise es ist eine der Vorgeschichten. Es gibt auch noch eine weitere Vorgeschichte, die aber noch weiter in der Vergangenheit liegt. Und die ist meines Wissens nach auch noch nicht im Deutschen erschienen, sondern bisher nur auf Englisch. Und in den Büchern der Autorin geht es um die Owens-Familie. Und die Owens-Familie ist eine ganz besondere Familie, denn sie haben magische Fähigkeiten. Und dieses hier, The Rules of Magic, spielt in den 60er Jahren in New York. Es geht um die 3 Geschwister, Franny, Jet und Vincent. Und ihre Mutter hat ihnen nie erzählt, dass sie, Hexen sind, magische Fähigkeiten haben, sondern hat ihnen stattdessen ganz strenge Regeln mit auf den Weg gegeben. Beispielsweise keine roten Schuhe tragen, keine Katzen oder Krähen im Haus und vor allem die wichtigste Regel war, dass sie sich nicht verlieben dürfen. Hintergrund dessen ist, dass auf der Familie Owens ein Fluch lastet und laut diesem Fluch dürfen sie sich nicht verlieben, denn die Person, die sich in ein Mitglied der Owens-Familie verliebt, muss mit dem Leben dafür bezahlen. Und die 3 Geschwister merken schon in ihrer Kindheit, dass sie irgendwie anders sind, dass sie besondere Fähigkeiten haben. Wie gesagt, ihre Mutter hat ihnen das nie ganz deutlich gesagt, aber im Laufe der Jahre, kommen sie natürlich dahinter und sie verstehen dann langsam auch, was es mit den Regeln ihrer Mutter auf sich hat. Was ich vor dem Lesen dieses Buches nicht wusste, ist, dass man hier die Geschwister über viele Jahre hinweg begleitet. Man hat hier nicht nur einen bestimmten Ausschnitt, eine bestimmte Zeitspanne oder eine kurze Zeitspanne aus der Jugend beispielsweise der 3, sondern man begleitet sie wirklich durch ihr komplettes Leben. Und dadurch liest sich das Buch anfangs so ein bisschen episodenhaft, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, es folgen halt viele Episoden aus dem Leben der 3 nacheinander. Und daraus ergibt sich dann die Lebensgeschichte der 3 Geschwister und das Ganze fängt an, als die älteste Franny 17 Jahre alt wird. Und ich muss zugeben, am Anfang hat mich das gestört, so dieses, dass man das Gefühl hat, man liest hier keine zusammenhängende Geschichte. Aber irgendwann habe ich genau das an diesem Buch geliebt. Dadurch, dass man die 3 Geschwister über so einen langen Zeitraum hinweg begleitet, durch ihr gesamtes Leben, wachsen sie einem einfach wirklich ans Herz. Ich habe extrem mitgefühlt mit den 3. Und ich muss auch sagen, dass sowieso dieses Buch sehr emotional ist. Franny, Jet und Vincent haben mit einem schweren Schicksal zu kämpfen, denn der Fluch lässt sie einfach nicht vergessen, dass sie anders sind. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich hier sowieso die gesamte Atmosphäre in diesem Buch recht düster ist, was ich am Anfang, als ich angefangen habe zu lesen, gar nicht wirklich so erwartet habe. Das Buch zeigt einfach das enge Band der Geschwister. Es zeigt, wie wichtig Familie, wie wichtig gute Freunde sind. Dass das Leben manchmal Mut erfordert und nicht immer ganz leicht ist. Warum das Ganze so gut für mich in den Herbst passt, ist einmal, dass halt immer wieder, also nicht immer, aber bestimmte Ereignisse häufig an Samhain stattfinden, also an Halloween. Und natürlich auch aufgrund der magischen Fähigkeiten der Geschwister, wobei ich hier auch sagen muss, dass die Magie so ein bisschen unterschwellig hier ist. Also die Geschwister laufen nicht mit Zauberstäben durch die Gegend und murmeln die ganze Zeit Zaubersprüche vor sich hin und verhexen andere Leute, überhaupt nicht. Also es ist so, dass jeder der 3 Geschwister irgendwo eine besondere Fähigkeit hat, die auf Magie zurückzuführen ist. Franny beispielsweise ist besonders gut oder hat ein besonderes Händchen für Vögel
Und Jet kann Gedanken lesen und Vincent hat eine ganz besondere Ausstrahlung auf andere Menschen. Er kann Menschen so richtig in seinen Bann ziehen. Außerdem bedienen sie sich viel der Kräutermagie, also sie brauen viele Tees und Kräutermixturen für bestimmte, für eine bestimmte Wirkung. Und das fand ich immer ganz interessant zu lesen, so was jetzt, welches Kraut jetzt wofür verwendet wird und was sie da für Mixturen machen. Das fand ich ganz cool zu lesen. Die Magie an sich ist hier also eigentlich eher im Hintergrund. Es geht eigentlich nicht darum, es geht eigentlich nicht um die Magie an sich. Aber natürlich spielt das Ganze eine große Rolle, weil der Fluch lastet auf der Familie aufgrund der Magie und der Fluch ist natürlich Auslöser für das komplette Geschehen in diesem Buch. Es geht hier viel um das Thema Liebe, logisch. Es geht um die Frage, ob man das Schicksal herausfordern soll oder lieber nicht. Und es gibt wirklich einige, muss ich sagen, herzzerreißende Szenen. Ich mochte das Buch sehr gerne, ich mochte die Geschwister alle sehr, sehr gerne. Jeder hat so seine Eigenheiten, das muss man sagen, und nicht mit allen Charaktereigenschaften kam ich so zurecht. Habe gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen, nicht ganz so cool, aber zusammengenommen mochte ich alle drei sehr, sehr gerne. Der Anfang war für mich, wie erwähnt, so ein bisschen schleppend, weil ich einfach nicht so dieses Episodenhafte erwartet habe. Aber dann konnte ich so richtig, darin versinken in diesem Buch. Ich habe richtig viel Spaß damit gehabt. Ich mochte die Atmosphäre total gerne. Es passt halt wirklich absolut in den Herbst. Wenn es draußen so ein bisschen trüber ist und regnerisch ist, da ist das wirklich das absolut perfekte Buch für. Meine zweite magische Fantasy-Empfehlung für den Herbst ist das 9. Haus von Leigh Bardugo, erschienen im Knauer Verlag. Ein absolutes Highlight für mich. Das ist ein Fantasy-Roman, den ich ebenfalls so ein bisschen in das Genre Dark Academia einordnen würde. Ein Genre, das ich aktuell auch, mich sehr fasziniert. Die Handlung spielt nämlich an der Yale-Universität und wie das für Dark Academia auch so üblich ist, geht es hier auch um Mord. Aber erstmal zum magischen Teil der Geschichte. An der Elite-Uni Yale gibt es seit Jahrhunderten 8 Studentenverbindungen, die einen gehörigen Einfluss sowohl auf das Campusleben als auch auf die Gesellschaft Amerikas haben. Die Mitglieder dieser Verbindungen haben nämlich magische Fähigkeiten. Das muss aber natürlich unter Verschluss gehalten werden, also davon darf niemand etwas wissen. Jedes dieser Verbindungen oder Häuser kann sich verschiedener Fähigkeiten bedienen. Also wir haben hier eine Verbindung, die beispielsweise Aussagen über den Finanzmarkt der Zukunft machen kann oder eine andere Verbindung, die beispielsweise auf andere Menschen einen ganz, ganz starken Einfluss ausüben kann. Um diese Verbindungen in Schach zu halten, dass sie keinen Blödsinn machen, gibt es das 9. Haus. Mitglieder dieses 9. Hauses, auch Lethe genannt, sind wie so eine Art Polizei oder Aufpasser für die magischen Studentenverbindungen, dass das Ganze halt einfach geheim bleibt, dass sie sich an die Regeln halten. Und Mitglied dieses 9. Hauses ist seit kurzem die Protagonistin Alex. Alex ist nach einem schweren Schicksalsschlag für diese Aufgabe rekrutiert worden, denn sie hat eine ganz besondere Fähigkeit. Alex kann Geister sehen. Für Alex sind die Verstorbenen allgegenwärtig. Sie hat diese Fähigkeit schon seit ihrer Kindheit und das ist nicht leicht, ständig Tote zu sehen, vor allem, weil diese Leute auch immer oder die Geister dann genauso aussehen wie in dem Moment, als sie verstorben sind, halt mit Verletzungen etc. Aber Alex hat irgendwann einen Weg gefunden, diese Erscheinungen zu dämpfen. Dadurch ist sie aber leider auf die schiefe Bahn geraten. Das war etwas, das mich wirklich begeistert hat. Alex ist eine sehr ungewöhnliche Art von Protagonistin, finde ich. Sie hat sehr viel durchgemacht und ist wirklich abgehärtet und wie gesagt, das fand ich richtig cool. Die Protagonistin ist hier nicht so das nette Mädchen von nebenan oder das am Anfang eher schüchterne Mädchen, das im Laufe der Handlung irgendwie dann mehr Mut findet. Nein, gar nicht. Alex ist knallhart, zynisch und definitiv nicht auf den Mund gefallen. Seit kurzer Zeit ist sie jetzt aber an der Yale-Universität, weil sie, wie gesagt, das Angebot bekommen hat, für das 9. Haus zu arbeiten. Und das Ganze beinhaltet nun mal auch ein Studium an der Uni, weil wenn sie Teil einer Studentenverbindung ist, muss sie natürlich auch dort studieren. Das heißt, Alex hat für sich ein komplett neues Leben angefangen. Mit ihrem alten Leben hat sie abgeschlossen. Für diese Chance ist sie sehr, sehr dankbar. Und für das 9. Haus zu arbeiten, fällt ihr zunächst aber
ja schon eher schwer. Und vor allem, als dann der eben erwähnte Mord passiert, denn es wird die Leiche eines Mädchens auf dem Campus gefunden. Alex hat den Verdacht, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dass irgendwas faul an der Sache ist, aber es glaubt ihr irgendwie nicht, es glaubt ihr keiner so wirklich und deswegen macht sie sich dann halt auf eigene Faust daran, das Ganze aufzuklären. Dabei macht sie einige erschreckende Entdeckungen und muss nicht nur einmal um ihr Leben fürchten. Wie ich schon erwähnt habe, fand ich Alex als Protagonistin großartig, aber auch das Setting und die komplette Atmosphäre in diesem Buch haben mich wirklich begeistern können. Der Einstieg ist, muss ich sagen, verhältnismäßig schwer, weil man stolpert hier direkt, also wirklich man stolpert direkt in ein Ritual rein. Und man hat einfach überhaupt gar keine Ahnung, was da gerade passiert. Also Alex erzählt so ein bisschen, was sie da gerade vor sich sieht und man liest das und denkt so, okay, keine Ahnung, was hier jetzt gerade passiert. Was geht ab? Aber dranbleiben lohnt sich. Das ist einfach wirklich das perfekte Buch für den Herbst. Geister, Magie, eine düstere Bedrohung, Rätsel über Rätsel über Rätsel. Ja, es lohnt sich. Ich erwarte sehnsüchtig den zweiten Teil. Meine letzte Empfehlung für den Herbst ist die Töchter des Mondes Trilogie von Jessica Spotswood, erschienen bei Egmont Inc. Und ich gebe zu, es ist leider sehr, sehr schwierig, an die Hardcover dieser Bücher ranzukommen. Sie sind vor vielen Jahren erschienen und werden nicht mehr gedruckt, meines Wissens nach. Aber es gibt alle 3 Bücher auch als E-Book. Deswegen habe ich mich dann doch dazu entschlossen, diese Bücher mit hier reinzunehmen, denn ich liebe sie und auch hier perfektes Herbstfeeling, was einfach darüber kommt. Die Bücher sind natürlich wunderschön gestaltet. Sie sehen wirklich richtig toll aus. Das hier ist der erste Teil, Kate. Aber da ist es natürlich schade, wenn man das nicht in sein richtiges Regal stellen kann. Aber trotzdem lohnt es sich, dann auf die E-Books auszuweichen. Auch hier geht es um Geschwister, nämlich um 3 Hexen, Kate, Maura und Tess. Das Setting ist hier aber ein komplett anderes als in den anderen Büchern, denn das Ganze spielt im 19. Jahrhundert. Hexenverfolgungen sind hier noch real. Es gibt eine Bruderschaft, die sich dem verschrieben hat, Hexen zu verfolgen und zu verbannen. Und die 3 Schwestern wissen, dass sie Hexen sind. Aber logischerweise müssen sie das verstecken. Kate ist nicht gerne eine Hexe. Sie hat unfassbar große Angst, entdeckt und verurteilt bzw. verbannt zu werden. Und ihre Schwester Maura dagegen, würde es am liebsten in die weite Welt hinaus posaunen. Sie ist sehr stolz auf ihre magischen Fähigkeiten. Und ihr fällt es deshalb manchmal schwer, das Ganze in Schach zu halten. Das macht es dann für Kate, die die Verantwortung für die Schwestern hat, manchmal ein bisschen schwierig. Seit dem Tod der Mutter ist Kate als Älteste für ihre Schwestern verantwortlich und vor allem dafür verantwortlich, dass die Magie bzw. das Geheim bleibt, dass sie Hexen sind. Und am Anfang des Buches steht Kate aber auch sonst vor einer sehr schwierigen Entscheidung, denn sie ist 16 Jahre alt und dort ist es so üblich, dass man sich dann entscheidet, ob man heiraten möchte oder ob man der Schwesternschaft beitreten möchte. Das ist so das Äquivalent zur Bruderschaft, kann man vielleicht so ein bisschen mit einem Nonnenstift vergleichen. Und zu Beginn des ersten Teils findet Kate dann aber einen Brief und in diesem Brief steht, der Brief ist anonym, sie weiß nicht, von wem der ist und in diesem Brief steht, dass Kate sich mit ihren Fragen an das Tagebuch ihrer Mutter wenden soll. Und ganz wichtig, in diesem Brief steht, dass die 3 Schwestern in großer Gefahr sind. Abgesehen von der magischen Geschichte mag ich hier bei dieser Trilogie den historischen Touch sehr gerne und ich finde, sie werden einfach mit jedem Buch besser und besser. Wenn ihr auf Hexen, Prophezeiungen, Kutschen und Kerzenlicht steht, dann ist die Töchter des Mondes Trilogie auf jeden Fall was für euch. Wenn etwas für euch hier in diesem Video dabei war, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und wie gesagt, schreibt auch eure Empfehlungen für den Herbst gerne dazu und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!